weil dort ist gegangen ein Zug, von dort ist gegangen der Zug. Und von dort auf dem Platz, gebe ein Kick, ist du eine von meiner Stuhl, Meier Krakotzke. Er hat gearbeitet bis bei den Deutschen, hat gehabt ein Papier, eine Genehmigung, konnte sich bewegen. Sagt er zu mir, Chasku, rate wir dich, sollst du wissen, es ist Atomgeister mit dem Transport. Mir sagt, am 4. sind tot. Sag ich, wo soll ich hin? Ich habe doch ein Kind. Ich habe eine Frau, die Mama. Wo soll ich sagen, mit der Familie, wo soll ich sagen, jetzt das kann ich sagen. Also ich habe gehört, sag ich, das geht von mir allein, ich kann handhäufen. Und wo soll ich die mit meinem Kind, mit meiner Frau und der Mama auch bestätigt, na, ich fuhr zusammen mit der ganzen Familie. Also man hat uns verloren in den Waggonen. Man hat uns verloren in den Waggonen. Immer gefahren. An 2 Tagen. Ich ist mir umgekommen. Das Ortschaft hat geheißen Sobibor. Ich bin umgekommen nach Sobibor bei Nacht. Im Halbtun, die Geschreien, die Gewalten. Ich habe noch nicht gewusst, was das heißt Sobibor. Man trabt ins Ran, also es hat so beheim ist. Und ich bin mit meiner Familie so zusammen, sieht man, es ist sehr schlecht. Sei sagen, als man geht fahren auf Arbeit nach Ukraine. Aber ich glaube sie nicht. Und meine Frau ist so, nein, ich glaube sie auch nicht. Man sieht das Ausführung. Was sei tienduizenden, das Schlugen, das Umgehen sich mit Menschen. War verweckt die, so, die schleppen die Päck. Weil jeder hat doch gewollt, nach Hauten das Letzte, was es geht. Das Bild gewesen sehr traurig. Und das war Sobibor. Wenn wir alle von den Lastwagens heruntergegangen sind, hat sie die Türe aufgemacht und wir sind hereingekommen. Ich habe nicht geglaubt, dass das ist ein Todeslager. Darum, es war so schön, es war am 23. April 1943, und die Sonne war an dem Himmel, an den Wolken, war wie ein schöner Sommertag. Und ich habe gewusst, dass wir zu Tode gehen, aber trotzdem habe ich nicht geglaubt, es war zu schön. Und immer wenn jemand hat gesprochen über ein Todeslager, wir haben gewusst wegen Belgitz und Linke, so habe ich immer gedacht über ein gefährliches Platz wie wie sagt man, wie ein Gehennen, wie ein Hell. Sobibor war eine Todesfabrik. Wenn in Konzentrationslager haben die Leute gehabt, vielleicht eine 25% Chance überzuleben, in einem Todeskamp, was praktisch zero. Nur
once in 2-3 Monaten hat man von einem Transport ein paar Leute herausgenommen. Darum, die Arbeiter haben Selbstmord gemacht oder sie sind umgekommen, erschossen von den Deutschen. So, immer nach 2-3 Monaten sind weniger Gefangene gewesen, jüdische Gefangene, so hat er von another transport resupplied, herausgenommen zum Arbeiters. Und so war es mit uns. Das, was geschehen ist mit uns. Ein paar Tage früher, glaube ich, hat man 70 holländische Juden erschossen. Also, die haben Arbeiter gebracht, so haben sie von unserem Transport 30 Leute herausgenommen. Später habe ich bemerkt, wie die Lage gearbeitet hat. Wenn ein Transport angekommen ist, an Sobibor Station, allseitig kämpft, hat man vielleicht 8 Waggone umschaltet lassen, an eine Lager hereingeschieben, durch eine spezielle Seite, extra Gleise. Und später hat man die Türe aufgemacht von den Waggonen und die sind herausgegangen. Ich habe mostly gesehen holländische Juden und die sind gekommen in kleine Pullman-Waggons mit Doctors und Krankenschwestern und viele Essen. Und sie haben sich nicht vorgestellt, dass vielleicht in einer halben Stunde würde dead sein, Tode sein. Und die Leute sind herausgegangen, dann hat ein Deutscher gesagt, die Kranken und Kinder, die Leute, welche haben Schwierigkeiten sich in Bewegung, sollten in die Seite kommen, und alle anderen sollten in die Richtung auf eine große Baracke gehen. Aber früher sollten die große Bagage an der Perron liegen lassen. So, all die Gruppe, die Kolumnen of die Leute sind in eine große Baracke reingegangen. Frauen haben die kleine Tasche in der Hand gehalten noch. Und wenn die in die Baracke reingekommen sind, in eine große Baracke mit 2 Türen, hereinzukommen und herauszugehen. Und dort haben sie die Handtasche liegen gelassen. Und wenn sie herausgekommen sind, haben sie gar nicht gehabt, nur die Anzüge oder die Kleider. Wenn die sind durch die Baracke durchgegangen, hat man diese Kranke und Kinder, diese Leute, welche geblieben sind an der Perron, hat man sie in eine kleine, so hat man das Lorry gerufen, kleine Waggons hereingeschmissen und direkt zu der Feier gebracht. Und das war's. So, die ganze Operation sollte gleich schnell und schön sich bewegen. Krüppel können, Kranke und kleine Kinder können das nicht so schnell machen, so haben sie das deswegen diese Wege gemacht. Und wenn die Leute sind von dieser großen Baracke herausgegangen, sind sie zu einem Platz gekommen, wo ein Deutscher hat eine Sprache gehabt, dass jetzt sind sie in einem Platz, wo sie wollten arbeiten, in der Familie wird nicht getrennt werden, aber früher, sie müssen entschuldigen, aber früher müssen sie eine Tusche nehmen, für hygienische Reason, und später wollen sie alle zusammen sein wie die Familie. So, und er hat auch gefragt, ob jemand wollte ein Postkarte schreiben zu Hause, das finally ist in diese Plätze, in einem guten Platz. So, there sind Leute, die haben Postkarte genommen und geschrieben zu Hause, dass finally die sind in a nice place, und die sind versichert, mit der Familie zu bleiben. Und die Leute haben geschrieben, und die haben nicht verstanden, dass das ist ein Trick von den Deutschen. So, der nächste Transport von West-Europese, von Holland und Frankreich und Deutschland sollten without Schwierigkeiten nach Sobibor kommen. Und später hat ich gesagt, die Frauen, der Transport soll sich aus die Kleider runternehmen und zu der Tusche gehen. Die Frauen sind durch die Allee gegangen zu einer großen Baracke, und dort hat man die Haare geschnitten.
Und later sind die zusammen mit den Männern in die Gaskammer gekommen. Dort ein SS-Bauer hat einen großen Tankmotor von einem russischen Tank anspringen lassen. Und später habe ich gehört ein großes Geschrei, vielleicht 15 Minuten, und später still. Und später hat man die Leute verbrannt.